Also, wunderschöne Frage. Man spricht immer vom Preis und vom Wert, das werde ich ganz kurz definieren. Was müsste denn jetzt passieren, dass bei Bitcoin der Wert auf 0 runtersinkt? Glaube ich, eine gute Frage. Also kurz, Preis ist das, was man bezahlt, das ist Angebot und Nachfrage, so entsteht der Preis. Den kannst du auf CoinMarketCap ganz genau sehen, 7.000 € zurzeit circa. Der Wert ist bei Vermögenswerten, und jetzt bezeichne ich einfach mal Bitcoin als Vermögenswert, ist bei Vermögenswerten, die keinen Cashflow ausschütten, also keine Dividende oder keinen internen Cashflow haben, gleich wie bei Gold, super schwer zu bestimmen, ist der Wert einfach ganz schwer zu bestimmen. Das heißt, oft ist es bei solchen Vermögenswerten, die keinen Cashflow haben, leichter, den Wert relativ zu bestimmen, dass man hergeht und sagt, okay, angenommen, der Wert war im Dezember letzten Jahres X, ist jetzt der Wert mehr oder weniger. Und wenn du das über die Geschichte machst, über einen langen Zeitraum, dann tun sich Leute, und da gibt es Spezialisten, gerade auch bei Gold oder bei vielen anderen Rohstoffen, die man halt zum Beispiel einlagert und wo nichts abgeworfen wird, oder? Wo die dann hergehen und das über die Zeit so ein bisschen aufzeichnen und dann irgendwie draufkommen und sagen, naja, der Fair Value war dann irgendwie damals bei 100 € und jetzt zeichne ich das auf und dann wäre jetzt so der Fair Value wahrscheinlich so bei 1.500 €. Also jetzt nicht auf Bitcoin bezogen, sondern einfach generell. Und jetzt natürlich die gute Frage, was müsste denn passieren, damit Bitcoin auf 0 runtergeht und wie wahrscheinlich ist das? Und ich würde wahrscheinlich auch dir zustimmen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin gegen 0 geht, die ist für mich unglaublich gering. Dass sie wirklich gegen 0 geht, das ist, also es gibt so viel Sekundärindustrie, es würde so viel Aufwand brauchen, dass diese ganzen Firmen weg von Bitcoin gehen und irgendwas anderes verwenden. Das sehe ich echt wirklich als gering. Man muss sich aber natürlich eine große Frage stellen und das ist eine berechtigte Frage und das ist die Frage der Rarheit. Ist ein Bitcoin rar? Und die meisten Leute sagen fälschlicherweise ja, ein Bitcoin ist rar, weil es gibt maximal 21 Millionen davon, ein bisschen weniger. Aber, und das wissen wir auch alle, Bitcoin kann so oft geklont werden, wie man will. Und bei Gold wäre das nicht möglich. Man kann ein Stück Gold nicht Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4 machen, das geht nicht. Das ist physisch nicht möglich. Bei Bitcoin ist es schon möglich. Das heißt, so ein Risiko, das Bitcoin natürlich hat, ist, dass einer dieser Klone sehr erfolgreich sein würde oder sehr gut ist. Ich will einfach nur Risiken hier jetzt aufzeigen, oder? Und natürlich, dass eine andere Währung mit einem besseren Algorithmus, bessere Konsensalgorithmen hier durchgreifen kann. Ich sehe beides zurzeit nicht als wahrscheinlich. Meine Wahrscheinlichkeit wäre, dass Bitcoin eher nicht gegen 0 geht, eher nach oben steigt. Aus dem Grund bin ich auch relativ stark in Bitcoin investiert. Vielleicht, wenn jemand eine gute Idee hat, warum Bitcoin gegen 0 gehen könnte, also ich bin immer offen, mir solche Sachen zu überlegen, aber ich stimme dir da ziemlich zu. Danke, kurzer Applaus.